As one of the guys who has some ambitions on the championship, you fall down on the Sachsenring. So how do you see your solutions in this race for the next time? I'm not having a very good time at the moment. The bike is perfect, the tyres are perfect. It's just the rider, I think, is a bit slow. I don't know. I need to get my brain into gear. Everything else is perfect though, but just me. So I hope you get your brain right, and for the next time, what do you think this race? So do I. I hope I can do a lot better for this race, yes. So I wish you good luck. Thank you very much, Rob Phillips. Rob Phillips, geschlagen im Training von Andy Hoffmann, seinem Teamkollegen, der ein Jahr lang nicht aktiv war und in der Startaufstellung plötzlich vor ihm steht. Ist ein bisschen peinlich, oder? Ja, also peinlich kann man es vielleicht nicht nennen, aber es ist halt einfach so, der Andi fährt so lange Jahre Rennen. Das ist so ein Ausnahmetalent. Ne? Und trotzdem muss man sagen, also hier hinzukommen und gleich vom Teamkamerad zu stehen, ist schon, ja, peinlich will ich nicht sagen, aber ein bisschen vielleicht. Wollen wir mal hören, was Jochen Schmid zu erzählen hat. Er war ja beim letzten Rennen in Most der Polesetter, diesmal nicht ganz so schnell unterwegs. Ja, Jochen Schmid. Beim letzten Mal gut gestartet und gute Trainingszeiten gehabt, genau wie dieses Mal eigentlich. Aber beim letzten Mal sah es so aus, als wenn du im Laufe des Rennens so ein bisschen zurückgefallen wärst. Lag an der Maschine. Hast den Fehler behoben mittlerweile? Habt ihr herausgefunden, woran es lag? Ja, wir haben gefunden, dass am hinteren Federbein was kaputt gegangen ist und haben jetzt von Toyota Japan 3 neue Federbeine geschickt bekommen. Und ich denke, jetzt sind wir wieder dabei. Alles klar, Dankeschön, Jochen Schmid. Also wir sehen die Fahrer. Die Maschinen werden angeschoben. Es geht in die Aufwärmrunde zum 7. Lauf um die Pro Superbike Serie 1997. Die Fahnen, sie sind stark bewegt. Es gibt also Wind auf dieser Strecke und das wird sicherlich auch unseren Tipp des Tages beeinflussen. Tipp des Tages, meine Damen und Herren, heute mit Wolfgang Mihan von Radio Dresden, einem Motorradexperten der 1. Klasse. Wolfgang, wie sieht's aus? Wer wird's heute machen? Also mir geht es so wie den meisten Fahrern hier auf der Strecke. Ich bin das erste Mal hier. Ich vermute mal, dass der Udo Mark eine gute Chance hat, weil er die Strecke kennt. Dann erwarte ich natürlich den Christa Lindholm von. An ihm müssen erstmal alle vorbeifahren. Und ich denke auch der Gregorio Lavia, der zwar das erste Mal hier ist, wird eine große Chance haben. Also Tipp des Tages, Sie haben es gehört, Gregorio Lavia, Christa Lindholm und natürlich Udo Mark, der die Strecke kennt. Die Fahrer auf dem Weg zur endgültigen Startaufstellung. Bevor es richtig losgeht, nochmal eine kurze Verschnaufpause. Schauen wir uns die Startaufstellung an für diesen 7. Lauf des Jahres. Ganz vorne einmal mehr der Schwede Christa Lindholm. Michael, eine Überraschung für dich? Nein, eigentlich nicht. Yamaha Deutschland hat wirklich gute Arbeit geleistet und er ist jetzt konstant vorne. Und ich denke auch, dass er sich da mit Udo einen packenden Zweikampf liefern wird. Im Bild mit der Startnummer 3, das ist Michael Rudroff. Auch er steht in der ersten Reihe. Aber wir sehen hier den Poleman, Christa Lindholm aus Schweden. 30 Jahre ist er alt und damit zum zweiten Mal die Pole Position im Verlauf der Saison. Udo Mark neben ihm. Er hat einen neuen Rahmen an seinem Motorrad, damit eine neue Geometrie. Hat seinen ersten Rennsieg überhaupt hier in Colmar-Berg herausgefahren. Das war 1985. Der schnelle Spanier, Gregorio Lavia, und dann Michael Rudroff, der Bayer, dieser urwüchsige Typ, immer einen flotten Spruch auf den Lippen, aber dieser Spruch wird ihm heute nicht viel weiterhelfen. Die zweite Startreihe, da haben wir geballte Erfahrung pur. Angeführt wird sie von Jochen Schmid, 33 Jahre alt aus Backnang, den Meister des Jahres 95. Dann Andreas Mecklau, Roger Kellenberger, gestürzt im Training, hat eine verletzte Hand. Wir sehen Peter Linden, Robert Hüber, den besten Privatier in Startreihe 4. Auch Harry Fatt mit dabei, der ganz leichte Mann. Startreihe 5, Wolfgang Kipp, auch er im Training gestürzt, Maschine leicht beschädigt, er Gott sei Dank wohlauf. In der 6. Startreihe, da hat es ein bisschen Durcheinander gegeben, Fahrer, die aufgrund von Stürzen und Verletzungen nicht mit dabei sein können. Dazu später etwas mehr, die grüne Flagge ist gezeigt und ab geht die Post zum 7. Lauf in Colmar-Berg. Und ganz vorne mit einem Superstart Christa Lindholm, der Schwede, hervorragend weggekommen, eine ultra lange Gerade. Da wird hochgeschalten bis in den 6. Gang und dann dieses ganz harte Anbremsen. Es geht rechts weg und das heftig. Ein Problem für die Fahrer im Training gewesen, sich auf diese Kurve einzustellen. Anschließend, wir sehen Christa Lindholm in Führung. Ein ganz enges Kurvengeschlängel. Lindholm an die zweite Stelle zurückgefallen. Ganz vorne mit der Nummer 13
Da sehen wir Andy McLeod aus der zweiten Reihe, hat er sich nach vorne in die Spitzenposition katapultiert. Das war seine Marschroute. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten, auf dieser 3,26 Kilometer langen Strecke zu überholen. Und der Österreicher war sich klar, wir müssen hier von vornherein an der Spitze mit dabei sein, sonst gibt es kaum was zu gewinnen. Katapultstart des Österreichers und er kann sich gleich ein kleines Stück absetzen. Aber Christa Lindholm lässt ihn nicht gehen im Windschatten. Und Sie haben es gesehen an diesen ersten Einstellungen, sehr, sehr kurvenreich diese Strecke. Enge Geschlängel. Christa Lindholm, er muss auf diesem Kurs dreimal in den ersten Gang runterschalten. Der Schwede meint, das ist mir meiner ganzen Karriere noch nirgendwo passiert. Alles sauber gegangen in dieser ersten Runde. Da hatten wir so unsere leichten Befürchtungen, vor allem was diese erste Kurve betrifft, in die die Fahrer jetzt zum zweiten Mal hineingehen mit Andreas McLeod in Führung. Auf der langen Geraden der Topspeed bei 270 Stundenkilometern, teilweise leicht drüber und dann dieses unglaublich harte Runterbremsen. Das beansprucht Material und Fahrer. Ja, die erste Kurve, die ist auch nicht gleich ganz ungefährlich, weil da ist nicht viel Platz. Und man kann aber wunderschön da ausbremsen. Es gibt in diesem Kurs eigentlich nur 3 Stellen, wo man es gut kann. Wir können da gleich noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Gregorio Lavilla, der schnelle Spanier im Windschatten von Christa Lindholm mit seiner Ducati, wird sich das Ganze hier erst einmal in Ruhe anschauen. Er hat das Problem, das viele Fahrer hier haben, kennt die Strecke noch nicht so genau, aber zu diesem frühen Zeitpunkt schon die Attacke gegen Christa Lindholm und da hat er sich ganz spektakulär innen vorbei gebremst, hat der Schwede, glaube ich, nicht mit gerechnet. Nein, da hat Lavilla wirklich die 4. Möglichkeit aufgemacht zum Überholen. Das war eine wirklich gute Attacke. Also der Junge kann's, das hat er oft genug im Verlauf der Saison bewiesen am Sachsenring. Da gab es ein kleines Techtelmechtel mit Roger Kellenberger. Die beiden haben sich berührt. Kellenberger hat sich brutalst an ihm vorbei gebremst, traf die Maschine von Lavilla, der kam aufs Gras raus, deshalb nur 12. in diesem ersten Lauf am Sachsenring gewesen. Die beiden haben sich aber ausgesprochen, entgegen anderslautender Meldungen, kein Kriegszustand zwischen den beiden. Und so soll es auch sein. Und da überreißt er seine Maschine, wird sehr weit rausgetragen. Da wollte er kontern, gegen Christa Lindholms Attacke gegenhalten. Hat nochmal am Gashahn gezogen, aber das wäre beinahe ins Auge gegangen. Ja, Lavilla hat wirklich spektakulär spät gebremst und hat es dann nicht mehr ganz unter Kontrolle gekriegt, ist am Hinterrad ausgebrochen und hat Glück gehabt, dass er drauf sitzen geblieben ist. Aber auch Christa Lindholm, jetzt schon am Limit fahrend. Wir haben gesehen, die Maschine bockt, sehr unruhig gelegen auf der Straße. Er will es natürlich ja wissen. Wir sehen es noch einmal in der Wiederholung, wie die Maschine ausbricht hinten von Lavilla. Und das ist schon ganz große Fahrkunst, dass er hier seine Maschine auf der Linie halten kann und nicht stürzt. Genau, er weiß ganz genau in diesem ganzen Kurvengeschlängel, das war gerade so eine Überraschungsattacke, aber man kann fast nicht überholen dort. Und da hat er es halt versucht. Der Doppelsieger der Saisonauftakt sind Zweibrücken, also mit ganz spektakulären Fahreinlagen. Zu Beginn hier schon auf der Strecke in Colmar Berg. Eine Strecke, die hart kritisiert wurde von vielen Fahrern. Und zwar von den Erfahrenen, von den Spitzenpiloten. Also diese Kritik durchaus ernst zu nehmen. Worauf läuft diese Kritik hinaus? Keine Sturzräume oder zu wenig an manchen Stellen. Vor allem an dieser ersten scharfen Rechtskurve, die wir jetzt gleich wieder sehen werden. Es gab große Reifenstapel, LKW-Reifen, die aufgeladen waren. Und hier geht der Spanier in Führung. Lavilla an der Spitzenposition in dieser scharfen Rechtskurve. Innen respektlos vorbeigegangen an McLeod und Lindholm. McLeod musste auch noch Lindholm passieren lassen. Von der Spitzenposition auf Rang 3 zurückgefallen. Spektakuläre Bilder und der Lavilla ist wirklich einer, der wirklich hart sich durchsetzen kann. Und da hat er im Lindholm auch eingefunden. Wir werden noch viel von den beiden sehen. Also ich glaube, der Andy McLeod muss sich so ein bisschen sputen, dass er da jetzt dranbleiben kann. Aber auch von Lindholm nicht richtig aufgepasst. Er hat da einfach die Lücke offen gelassen. Und dann konnte er nicht mehr nach innen reinziehen, weil Lavilla bereits auf gleicher Höhe war. Vielleicht hat er sich so ein bisschen auf den McLeod konzentriert, ne, und ein bisschen rüber geguckt und hat die Lücke rechts gar nicht gesehen, wo Lavilla reingestochen ist. Das ist mal das Schöne beim Motorradfahren. Bei der Formel 1 würde es jetzt heißen, hätte er mal in den Rückspiegel geschaut, geht hier natürlich nicht, klar. Aber die Fahrer haben das natürlich auch im Gefühl. Vor allem die Top-Fahrer, die wissen schon, wo eine Attacke kommen kann. Genau, und das ist eine typische Stelle zum Ausbremsen und deswegen guckt man da, dass man den Gegner halt nicht vorbeilässt und dann kann man nicht auf beiden Seiten schauen. Ist für uns natürlich toll,
dass der Christa Lindholm, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, diesen Fahrfehler zugelassen hat oder begangen hat. Und wir sehen Michael Rudroff bereits draußen stehen. Ja, was ist denn da los? Oh oh, der Mechaniker, beide Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen. Offensichtlich wohl ein technischer Defekt. Das tut mir leid für den Mann aus Übersee, für den Urbayern, der hier so optimistisch war vor diesem Rennen. Im Training lief es ganz hervorragend. Er war bis kurz vor Schluss der zweiten Trainingssession noch auf der Pole Position gelegen. Die Maschine lief sehr, sehr gut, hat keine Veränderungen seit Most vorgenommen. Heute Morgen noch die Mechaniker bestens gelaunt, sagten alles im grünen Bereich. Und jetzt das frühe Aus, das tut mir leid. Hat natürlich Auswirkungen auf die Gesamtwertung, denn Rudroff lag auf der 5. Position mit 65 Zählern und er geht natürlich jetzt in die Situation, dass die anderen vor ihm enteilen könnten in der Gesamtwertung. Wir sehen Lavia, Lindholm knabbert sich langsam wieder an ihn heran. Die Attacke noch nicht. Es wird auch auf die Reifen darauf ankommen, wer die bessere Mischung getroffen hat fürs Rennen hier, wer im Training viel gearbeitet hat fürs Rennen. Weil es werden Qualifiers gefahren und wer sich viel auf die schnelle Trainingszeit, also auf die Pole Position konzentriert hat, hat vielleicht jetzt im langen Rennen einen kleinen Nachteil. Christa Lindholm hat zum zweiten Mal im Verlauf der Saison, also bereits beim 4. Rennen, die schnellste Trainingszeit hingelegt. Das zeichnet einen Rennfahrer natürlich im Kollegenkreise ganz besonders aus, denn wenn man in der Lage ist, die schnellste Runde von allen Piloten zu fahren, das ist schon was Besonderes. Das stimmt und alle Gegner wissen, der Sieg geht nur über ihn und da hat er sich auch ein bisschen Respekt verschafft. Auch. Er liegt vorne mit 111 Punkten. In der Gesamtwertung Andreas Mecklau Zweiter, 9 Punkte sein Rückstand, also 102 Zähler. Und wir sehen den Stand nach 5 von 16 Rennrunden. Roger Kellenberger, der Schweizer, zunächst auf Rang 6. Kellenberger in einer ganz besonders schwierigen Situation. Er hatte einen Highsider in der 4. Runde des ersten Trainings, selbst verschuldet. Hat sich dabei die linke Hand schwer aufgeschlagen, mehrere Finger förmlich aufgerissen. Verband drüber, die Wunden eitern, so wie das heute Morgen aussah. Er hat einen Gummihandschuh, so einen OP-Handschuh drüber gestreift, um überhaupt in den Lederhandschuh reinzukommen, während Lindholm hier an Lavia vorbeigeht. Das hat sich angebahnt, hat auf die Situation gewartet und sie sofort eiskalt ausgenutzt. Da hat Lavia die Tür ein bisschen offen gelassen. Es geht hinaus auf die lange Startzielgerade. Jetzt sehen wir mal, wer die bessere Beschleunigung hat. Und immer wieder der Blick von Lavia runter auf seine Maschine, auf die linke Seite nach unten. Was kann das bedeuten, Michael? Also ich weiß nicht, ob er sich jetzt in diesem Moment nicht mehr umgedreht hat nach Mecklau, weil es ist so, der ist noch nicht abgeschüttelt. Ne? Und der Lavia muss wirklich haushalten, auch mit seinen Reifen. Er muss das so sehen, dass er wirklich übers Rennen kommt. Um das mit Roger Kellenberger noch kurz zu beenden. Er schlüpft also in diesen Lederhandschuh rein aufgrund eines Gummiüberzugs über die verletzte Hand. Und er hat nagelneue Lederhandschuhe an diesem Wochenende dabei. Die sind auch noch besonders eng und das schmerzt natürlich ungemein. Tut unglaublich weh. Er sagt, ich habe auch noch meine Hinterbremse auf der linken Seite und habe da kaum Gefühl. Und ich glaube, dieses Gefühl, gerade in diesen engen Kurven, die wir hier sehen, ist sehr, sehr wichtig, denn die Maschine muss in einem gesunden Rhythmus laufen. Abruptes, hartes Abbremsen, rausbeschleunigen nutzt auf diesem Kurs hier, glaube ich, gar nichts. Also es ist ein ganz spezieller Kurs, weil hier sind wirklich, wie schon vorhin angesprochen, erste Gangkurven. Und man ist sehr Highsider verdächtig, sagen wir mal, weil es ist einfach nur, man kommt sich immer permanent zu langsam vor. Man fährt unheimliche Schräglage mit einer relativ kleinen Geschwindigkeit. An der 4. Position, da sehen wir Jochen Schmid auf seiner Kawasaki. Kommt langsam an dieses Führungstrio heran und der wird jetzt Andreas Mecklau bedrängen. Wird nicht mehr lange dauern, das Ganze, wobei Mecklau hat abreißen lassen müssen gegenüber Lavia. So sah das zumindest Eingang dieser Startzielgeraden aus. Und da kommt Information aus der Boxengasse in der Kurve. In einer Kurve hat sich der Michi Rudroff das Knie aufgeschlagen. Offensichtlich an diesen Curbs, die da hoch stehen. Nämlich eingangs der Kurve stehen die Curbs wie eine kleine Treppe aus dem Gelände heraus. Das hat den Grund, dass auf dieser Strecke normalerweise andersrum gefahren wird. Ja, es ist auch wirklich, das wurde auch angesprochen vorher von den Superbikern und auch bemängelt. Warum das nicht geändert wurde, das kann ich auch nicht so richtig verstehen. Es ist eigentlich, ein Motorradfahrer legt sein Knie fast auf die Wiese und da sind so wirklich so Steine,
wo man mit dem Knie hängen bleiben kann. Und das war auch in der Vergangenheit so, dass sich viele Leute, viele Rennfahrer daran den Knie aufgestoßen haben. Und sowas muss man einfach ändern. Ne? Und der Micho Rudroff, der Mann aus Übersee, ist so vehement dagegen gefahren, dass er hier ins Krankenhaus gebracht werden musste. Drückt mir ihm die Daumen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, denn so eine Knieverletzung, das wäre natürlich ganz, ganz bitter. Wir sehen vorne, Christa Lindholm kann sich absetzen. Ein Stückchen von Gregorio Lavilla, dem Mann, der hier so spektakulär in diese Serie eingeschlagen hat als Neueinsteiger zu Beginn beim Auftakt in Zweibrücken. Und da haben viele schon gedacht, mein Gott, wenn der so weitermacht, dann hat er Mitte der Saison den Titel schon sicher. Der hat da souverän 2 Siege herausgefahren. Aber es kam ihm auch da so ein bisschen zugute, dass noch keiner auf der Rennstrecke gefahren ist. Wogegen hier, Christa Lindholm ist hier schon mal gewesen. Und ja, Udo müsste noch ein bisschen zulegen, weil er ist eigentlich ein alter Fuchs auf dieser Rennstrecke, weil er fährt schon viele Jahre hier. Und ja, wir werden sehen, ob er noch so ein bisschen die Lücke aufschließen kann. Jochen wird sicherlich noch Andi Mecklau angreifen, da bin ich ganz sicher. Und dieses Aber gilt natürlich auch der Saisonlänge. Immer wieder Pausen zwischen den Rennen, bei denen viel gemacht werden kann. Viele Teams ja immer wieder beim Testen, bei der technischen Weiterentwicklung. Und Gott sei Dank, der Spanier hat nicht eine Solonummer hingelegt. Ganz im Gegenteil, die Pro Superbike-Serie spannend. Vor allem auch dank Andreas Mecklau. Erstaunlich, wie der Österreicher sich durchbeißt, hat unglaubliche Sponsorenprobleme gehabt. Stand immer wieder vor dem finanziellen Aus und er meinte gestern noch, für mich selber erstaunlich, dass ich mich dadurch nicht aus der Ruhe habe bringen lassen. In dem Moment, wo ich auf dem Motorrad sitze, kann ich mich voll auf den Sport konzentrieren. Und das ist sicherlich nicht ganz einfach, wenn man wahrlich von der Hand in den Mund lebt. Das ist richtig, weil gerade die Geld in den Superbike, da wird auch was getan, da wird auch was gemacht. Überlegungen sind im Gange, die Pro Superbike im nächsten Jahr günstiger zu machen. Und das ist auch dringend notwendig, weil es ist nur noch von ganz wenigen Teams zu bezahlen, diese Klasse. Schauen wir kurz auf den Ergebniscomputer, da wir die ersten 4 permanent im Bild haben. Lindholm, Lavilla, Mecklau und Schmid. Dahinter Udo Mark auf Position 5. Er hat 3,5 Sekunden bereits Rückstand, hat also kräftig abreißen lassen müssen. Die große Frage, kann er in den verbleibenden 7 Runden noch aufschließen? Ich glaube es kaum. Wir sehen Roger Kellenberger. Er bereits mit 14 Sekunden Rückstand zu Udo Mark. Auch da im Prinzip die Vorentscheidung bereits gefallen. Mit Respekt, und das sage ich, Chapeau, Andi Hoffmann, der Serienrückkehrer auf Rang 7. Das war so sicherlich nicht zu erwarten. Er fährt auf der zweiten Maschine von Rob Phillips und hat überhaupt keine Testmöglichkeit gehabt, überhaupt keine Möglichkeit, diese Maschine auf die eigenen Bedürfnisse abzustellen. Man muss sich allein überlegen, dass der Rob Phillips gut 2 Köpfe kleiner ist als der Andi Schmid und da weiß Hoffmann, und da weiß man dann schon, dass die ganze Geometrie, alles was den Aufbau des Motorrades betrifft, natürlich komplett anders ist, nicht den Bedürfnissen des Schweizers angepasst. Und er kommt mit der Maschine hier ganz offensichtlich bestens zurecht. Aber das war schon immer so das Phänomen von Andy Hoffmann. Sein Fahrwerk einstellen, das hat er immer sehr schwierig hingekriegt, aber er konnte mit wirklich verstellten Fahrzeugen noch immer unheimlich schnell Motorrad fahren. Attacke von Andi Mecklau gegen Lavilla sah zunächst so aus, aber da fehlt noch ein bisschen was. Er sitzt nahezu auf dem Hinterreifen der Maschine von Lavilla, hat aber noch nicht genug Tempoüberhang, um vorbeizugehen. Dennoch, es sieht einmal mehr so aus, als ob Christa Lindholm eine Klasse für sich wäre zum momentanen Saisonzeitpunkt. Der Doppelsieger von Most des letzten Rennens, auch hier unangefochten im Moment an der Spitze. Dabei hatte er ganz große Reifenprobleme. War gestern Augen- und Ohrenzeuge nach dem zweiten Training einer unglaublich langen Diskussion. Der Michelin-Experte bei ihm im Zelt, seine ganze Mechaniker-Crew, und es wurde getüftelt, was das Zeug hält und debattiert. Der Grund, die Reifen haben eine spezielle Typenbezeichnung. Hier wurden Michelin-Reifen für Lindholm angeliefert unter einer Typenbezeichnung, die den Mechanikern und dem Fahrer bekannt war. Nur der Reifen zeigte plötzlich ganz andere Eigenschaften als der übliche Reifen mit dieser Typenbezeichnung. Und auch der Spezialist von Michelin war völlig geplättet, sagte, kann ich sich das überhaupt nicht erklären, ich kenne diesen Reifen überhaupt nicht. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Situation, denn nach wenigen Qualifying-Runden die große Frage, hält dieser Reifen über die Renndistanz, was gibt er her? Müssen wir doch vielleicht eine härtere, eine weichere Mischung nehmen? Und da wurde eine Dreiviertelstunde lang debattiert und die Taktik ausbaldowert.
Und Christa Lindholm meinte anschließend, it's a big gamble, also ein großes Lotteriespiel für das Rennen. Aber er hat offensichtlich auf die richtige Zahl gesetzt. Genau, also es sind wirklich handgemachte Reifen und da kann es auch schon wirklich mal auf der Karkasse vielleicht das Falsche stehen. Aber wie man sieht, hat er wirklich den richtigen Reifen raus, weil er kann sich jetzt absetzen. Und der Christa ist einer, der sich das nicht mehr vom Brot nehmen lässt, weil der ist einfach, wenn er gut drauf ist, wenn es vorangeht, dann wird das auch nach Hause fahren, da bin ich ganz sicher. Andy McLeod mit der schnellsten Runde unterwegs, 1:21,79. Kommt langsam aber sicher an die Spitze heran. Überrundungen sind hier natürlich auch ein Problem, weil diese schon angesprochenen Überholmöglichkeiten sehr gering sind. In diesem ganzen Geschlängel, da müssen auch die Überrundeten schon mitspielen, da müssen die blauen Flaggen wirklich gesehen werden, weil es ist bei diesen langsamen Kurven, die so eng sind, schwierig zu überholen. Hat hier allerbestens funktioniert. Das war Gerd Hafner mit seiner Kawasaki, der da optimal mitgespielt hat, nicht eingegriffen hat in diesen Kampf an der Spitze. Der Gerd Hafner mit der 57, der hinten im Bild gerade noch zu sehen von Udo Mark ebenfalls überrundet wird. McLeod wieder der Ansatz einer Attacke, aber es fehlt ein bisschen. Kommt nicht ganz an den Spanier heran, um gleich aufzuziehen, dass der Lavia diese Tür da nicht zumachen kann. Noch hat er die Möglichkeit, Kampflinie zu fahren. Wird sicherlich noch ein ganz spannendes Duell bis zum Ritt über die Ziellinie. Ich wundere so ein bisschen, dass Jochen nicht mehr auch rankommt, weil man hat eigentlich in den vergangenen Rennen gesehen, da hat er einen etwas schlechteren Start gehabt und ist dann vehement nach vorne gefahren. Und hier hält er sich eigentlich, der Abstand bleibt gleich. Ich bin gespannt, ob er noch rankommt. Jochen Schmid recht optimistisch gewesen vor diesem Rennen. Er hat im Training unglaublich viel probiert am Fahrwerk. Immer wieder die Maschinen gewechselt während der beiden Trainingsläufe. Nach den Rennen in Most wurden neue Federbeine eingebaut und da heißt es natürlich erst einmal wieder die optimale Abstimmung für das Motorrad finden. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Ja, vor allen Dingen, weil man ja hier auch nicht so viel Training hat. Man kann das ganze Jahr nicht auf der Strecke trainieren. Und in diesen 2x40 Minuten Training muss man halt, wenn man mit neuer Fahrwerksabstimmung was machen will, richtig viel arbeiten. Weitere Überrundungsmanöver. Christa Lindholm ohne Probleme. Da sehen wir Uwe Pollheide mit der 18, den schwersten Fahrer. Das Schwergewicht in diesem Feld. Arbeitet an einem neuen Motorrad, an einer ZX7, die er aufbaut für die nächste Saison. Hat diese Maschine hier bereits dabei. Er sagt, von den Fahrwerkseigenschaften ist sie bereits jetzt schon so gut wie sein aktuelles Motorrad. Nur an der Motorleistung fehlt es noch ein kleines bisschen, aber er will nicht ausschließen, dass er diese ZX7 bereits im Verlauf der Saison noch einsetzen wird. Da sieht man also, diese Planung für die nächste Saison beginnt doch schon recht früh. Ist das üblich? Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, wie gesagt, die Privatiers, die müssen schauen, womit sie am besten, am günstigsten da mitfahren können. Und nur jetzt zu sehr zu planen, wo das Reglement nicht ganz feststeht, ist vielleicht etwas früh, aber das Grundkonzept kann man schon mal festlegen. Was Gregorio Lavia in der nächsten Saison machen wird, die meisten sagen, er geht in die Weltmeisterschaftsserie, scheint also vorgeplant zu sein. Der führende Christa Lindholm, den wir hier mit der Startnummer 1 sehen, der Titelverteidiger, weiß überhaupt noch nichts. Nach den beiden nächsten anstehenden Läufen auf dem Nürburgring wird gesprochen. So der Schwede. Er möchte natürlich ganz gerne in der Weltmeisterschaft fahren. Dazu muss er das Budget erst einmal zusammenbringen. Und wieder der Blick zurück von Lavia runter an seine Maschine. Das habe ich vorher schon vermutet. Hat er Probleme? Nein, also ich denke nicht, dass er Probleme hat, aber er hat unheimlich schlecht rausbeschleunigt da oben und da konnte der Andy super kontern und war auf der Gerade eigentlich schon fast vorbei. Und sie haben sich auch auf der Geraden so ein bisschen behakt, weil der McLeod, der wollte ihn rüberdrücken, damit er in eine bessere Bremsposition kommt. Oh, das war also hart. Das war hart an der Grenze. Dieses Duell, das werden wir noch bis zum Schluss verfolgen. Also der Andy wird sich da nicht zufrieden geben. Und der Lavia, der hält wirklich gut dagegen. Wobei die Attacke von McLeod auf der Außenbahn gefahren, gut ab, regelgerecht war. Nur Lavia hat da sehr brutal zugemacht, sich nach innen reingelehnt. Das hätte ins Auge gehen können. Da ist er wirklich an der Grenze gewesen, der Spanier. Ich denke, das wird der Andy McLeod auch mit einem gewissen Kribbeln im Bauch registriert haben. Der Andy hat mir mal erzählt, dass er gar nicht so gerne mit dem Lavia kämpft, dass er mit ihm überfährt, weil er ist auch immer für sehr harte Attacken gut. Und gut, er wird jetzt mit allen Mitteln versuchen, wegzukommen von Lavia. Und wir werden sehen, ob ihm das gelingt. So ein bisschen kann er sich schon absetzen. Herrliche Bilder von unserem Regisseur, von Werner Exler. Wenn auch diese
Berührung der beiden da in dieser Phase nicht mehr zu sehen war, aber diese Zeitlupeneinspielungen verdeutlichen doch, mit welchem Einsatz hier gefahren wird. Und vor allem in diesem Kurvengeschlängel, wie schwer es auch für die Piloten ist, die Maschinen immer wieder von rechts nach links umzuwuchten. Das ist ja nicht wie bei einer kleinen 250er, die sehr handlich ist, sondern hier heißt es ja auch ganz schön Gewicht umzulegen. Das Schwierigste ist hier auf Start und Ziel, diese kleine Spitzkehre, die wird mit 55 km/h im ersten Gang gefahren. Und das ist überhaupt keine Kurve, das ist einfach nur ein Umschmeißen und Versuchen, irgendwie das Motorrad aufzurichten und so früh wie möglich Gas zu geben. Und da hat auch gerade Lavia dann ein bisschen Meter verloren. Wenn da der Schwung nicht da ist, fehlt es auf der ganzen Gerade. Volle Konzentration auf den Endspurt. Wir sind in der letzten Runde. Christa Lindholm auf dem Weg zu seinem nächsten Sieg. Fragezeichen, es wäre der 4. Lauferfolg in dieser Saison. Eine Nuller hat er geschrieben beim ersten Lauf in Zweibrücken. Hatte technische Probleme mit seiner Maschine. Im zweiten Lauf Rang 3. Dann 2 und 1 am Sachsenring. Der Doppelsieg zuletzt in Most. Und hier der nächste Erfolg. Es sieht ganz danach aus. Andi Mecklau kommt nochmal ungeheuer auf. Wo nimmt er plötzlich diese Geschwindigkeit her? Fährt Lindholm jetzt auf Sicherheit? Bauen die Reifen bei ihm stark ab? Viele, viele Fragezeichen. Wie kann Mecklau plötzlich so schnell aufschließen? Also der Andy hat ja auch das letzte Mal hatten sie auch so einen wahnsinnig harten Kampf, ne, auch letztes Mal in Most, beziehungsweise im vorletzten Rennen. Und es ist wirklich stark zu sehen, dass er zum Schluss noch so aufkommt. Und ich denke, so ein bisschen hat er auch Reifenprobleme, der Christa. Und da aus der Ecke kommt halt der Mecklau ein bisschen besser raus. Beschleunigungsduell auf der Start-Zielgeraden, aber Christa Lindholm holt sich den Laufsieg knapp vor Andi Mecklau. Dahinter Lavia und dann Udo Mark, nein, Jochen Schmidt, dann Udo Mark. So der Zieleinlauf. Jochen Schmidt also noch Vierter, Udo Mark auch noch einmal ganz gut aufgekommen, aber es hat nicht mehr für eine Schlussattacke gereicht. Ein spannender erster Lauf in Colmar Berg in Luxemburg auf dieser 3,2 Kilometer langen Strecke mit einem Burnout des Siegers nach dem ersten Lauf. Christa Lindholm, er holt sich hier seinen 4. Laufsieg in dieser Saison. Dicht auf, Sie sehen 14 Hundertstel der Rückstand von Andi Mecklau, der ein unglaubliches Finish hatte. Gregorio Lavia, der Spanier, er gestaltete das Rennen über weite Strecken an der Spitze mit, konnte am Ende aber nicht mehr mithalten. Jochen Schmid, dann Udo Mark, Roger Kellenberger, der Schweizer, auf Rang 6 im Telschen Duell, wenn man so will, knapp vor seinem Landsmann Andreas Hoffmann. Klink, Dimpal und Hüber, so die weitere Reihenfolge. Sie sehen die nächsten eingeblendet, nur 13 Fahrer innerhalb einer Runde geblieben. Und das verspricht auf alle Fälle viel Spannung für den zweiten Lauf hier in Colmar Berg. Wir sind gleich wieder zurück. Gratulation an Christa, nicht nur für das tolle Rennen, sondern auch für den Geburtstag. Wie alt sind Sie denn geworden? 20 und ein bisschen was. Nochmal die Gratulation. Es war ein sehr hartes Rennen. Man fährt hier viel im ersten und zweiten Gang. Die Gefahr für einen Highsider ist sehr groß. Es ist nicht gerade eine Strecke, die viel Spaß macht. Am Ende des Rennens kam Andreas Mecklau sehr heran. Haben Sie das gespürt? Ja, ich hatte einen sehr weichen Hinterreifen, der stark abgebaut hat. Ich musste ganz vorsichtig Gas geben und ich habe den Andi Mecklau schon kommen hören. Also können wir davon ausgehen, das zweite Rennen wird sehr hart werden? Natürlich, klar. Noch einmal Gratulation. Die Zuschauer freuen sich auf die Siegerehrung. Strahlende Gesichter auf dem Podest an der Rennstrecke in Colmar Berg. Das Ganze rund 20 Kilometer nördlich von Luxemburg gelegen. Andreas Mecklau, Zweiter, sah fast genauso aus wie in Most beim letzten Lauf. Auch hier wieder ganz, ganz knapp zum Schluss. Woran lag's? Ja, diesmal haben wir, glaube ich, gepokert. Wir sind wirklich mit weichen Reifen gestartet. Und ich habe eigentlich dann gleich einen guten Start gehabt, war glaube ich das Erste. Habe dann ein bisschen das Tempo zurückgedrosselt. Ja, dann habe ich den Christoph vorbeilassen und dann ist aber der Lavilla vorbeigeschlifft. Und der hat wirklich viel Druck gemacht. Und damit es zum Ende gegangen ist, hat er wieder Reifenprobleme gekriegt. Und ich habe dann versucht, in 2 Runden eigentlich vorbeizukommen, aber ist mir beides mal missglückt. So, und der dritte in diesem Rennen, Gregorio Lavia. Gregorio, they call you the Hell Riders. That your Spanish Gregorio, man nennt sie Höllenfahrer. Sie sind einer, der hart hinlangen kann. Wie kommt das? Ja, ich kämpfe wirklich sehr hart, vor allem in der ersten Runde. Das liegt vor allem am Reifen, der ging natürlich sehr gut auch in dieser ersten Runde und ich bin deshalb in Führung gegangen. Aber dann sind Christa und Mecklau an mir vorbeigegangen. Ich habe dann keine Chance mehr gehabt, das Tempo mitzugehen. Die ersten 3 in diesem ersten Lauf
in Colmar Berg. Wir sehen ganz oben auf dem Podest Christer Lindholm, den Schweden, mit seinem 4. Laufsieg in der Saison. Links neben ihm der Österreicher Andy McLeod zum 4. Mal 1997 auf dem 2. Platz. Und dann der Spanier Gregorio Lavia Vidal. Ein wunderschön lautmalerischer Name. Das verheißt eher etwas Weiches, Warmes, aber der Junge weiß zu kämpfen. Das haben wir gesehen. Während der ersten 16 Rennrunden freuen wir uns auf den 2. Lauf, der sicherlich noch mal ganz heiß wird. Denn in der Gesamtwertung, da hat sich doch einiges verschoben. Und hier geht es weiterhin um den Titel. Und die Punkte, die sprechen momentan für den Schweden, für Christer Lindholm. 136 Zähler vor diesem Lauf, 9 Punkte sein Vorsprung. Jetzt angewachsen auf 14 Zähler. Gregorio Lavia Vidal auf dem 3. Rang. Sie sehen die weiteren Platzierungen eingeblendet. Andrea Mazzali übrigens beim DeCecco Racing Team nicht mehr mit dabei. Es wird gemunkelt, dass ein Topfahrer verpflichtet wird. Im DeCecco Racing Team hält man sich noch ein bisschen bedeckt, aber man spricht vom zurzeit arbeitslosen Troy Corser. Der ist allen bekannt aus der Superbike WM. Mal sehen, ob er hier in der Pro Superbike Serie auftauchen wird demnächst. Wäre natürlich ein Kracher.